So our theme that we began today is New Heart, New Spirit or New Systems. Unser Thema, mit dem wir heute angefangen haben, ist ein neues Herz und ein neuer Geist, oder man könnte auch sagen, ein neues System. This is the 100th anniversary of the communist revolution in Russia, which Berlin Wall is a very good reminder of. Das ist das 100-jährige Jubiläum dieses Jahr von der russischen Revolution, von der die Mauer in Berlin ein gutes Erinnerungsstück ist. That communism was atheism. Der Kommunismus war Atheismus. God doesn't exist. Gott existiert nicht. Therefore, spirits don't exist. Und deswegen gibt es auch keine Geister. You don't have any spirit. Du hast auch, oder ihr habt auch keinen Geist. God isn't giving you any spirit. Gott hat euch keinen Geist gegeben. But you are a pretty bad person. Aber ihr seid schon auch schlechte Leute. So state will change you. Deshalb wird der Staat dich verändern. By changing economic system and political system. Indem er das wirtschaftliche und politische System verändert. Because matter is the ultimate reality. Weil die Materie das Ultimatum ist. Material reality or economics determines everything. Deshalb bestimmt die Realität der Materie oder die Wirtschaft alles andere. Including what you believe and how you behave, your morality, your faith. Auch was du glaubst und wie du dich verhältst, deine moralischen Werte und deinen Glauben. It's all shaped by economics. Alles wird durch die Wirtschaft. Therefore, by changing economic system, we can change the man. Und deshalb, durch eine Veränderung des Wirtschaftssystems, können wir auch den Menschen verändern. No one is celebrating the 100th anniversary of the Communist Revolution because it devastated nations, including Eastern Germany. Doch niemand feiert das 100-jährige Jubiläum der kommunistischen Revolution, weil es Nationen zerstört hat, mitunter auch Ostdeutschland. Ezekiel's nation had been destroyed. Und auch die Nation Hesekiels war zerstört. Babylonians brought Ezekiel as a captive to Babylon. Die Babylonier kamen und haben Hesekiel als Gefangenen nach Babylon mitgenommen. So Judah, Jerusalem was a colony of Babylon. Und Juda und Jerusalem war eine Kolonie Babylons. But the king revolted. Aber der König Hat dagegen revoltiert. ja. So there was second invasion. Deshalb gab es eine zweite Invasion. And this time the temple was destroyed. Und diesmal wurde der Tempel mit zerstört. City was razed to the ground. Und die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Everybody was killed. Jeder wurde getötet Or taken captive. oder als Gefangener mitgeführt. Jeremiah was left alone. Jeremia war als alleine zurückgelassen. And then his own people said, this is too dangerous a place. Let's go to Egypt. Und dann haben seine eigenen Leute gesagt, es ist viel zu gefährlich, hier zu bleiben, lasst uns nach Ägypten fliehen. Jeremiah said, no, let's stay here because this is the land God has given us. Und Jeremia sagt, nein, lasst uns hier bleiben, denn dies ist das Land, das Gott uns gegeben hat. No, we're not staying here. This is cursed land. So they took Jeremiah by force to Egypt. Nein, wir bleiben hier nicht, das ist verfluchtes Land. Und so haben sie Jeremia gewaltsam nach Ägypten geschickt. But he had prophesied that 70 years from now, Jerusalem will be rebuilt. Aber er hatte prophezeit, dass nach 70 Jahren Jerusalem wieder aufgebaut werden wird. He's a weeping prophet, Er ist Jeremiah. ein weinender Prophet, Jeremia. But he plants the seeds of hope and optimism. Aber er pflanzt die Samen der Hoffnung und des Optimismus. So 70 years later, it is Jeremiah who inspires Daniel to fast and pray for rebuilding of Jerusalem. Und so ist es 70 Jahre später Jeremia, der Daniel inspiriert, zu fasten und zu beten, dass Jerusalem wieder neu The aufgebaut wird. last verse of 2 Chronicles Und der letzte Vers in der zweiten Chroniker and the first verses of Ezra, und die ersten Verse von they all Esra, record that it was because of Jeremiah's prophecies that Jerusalem was rebuilt, the temple was rebuilt. halten alle fest, dass es aufgrund von Jeremias Prophetie war, dass Jerusalem wieder neu aufgebaut wird. That's what God is saying to Ezekiel. Und das sagt Gott zu Hesekiel. Whether anybody listens to you, believes you or doesn't believe you, don't worry. Egal, ob dir niemand glaubt oder irgendjemand dir glauben sollte oder darauf handelt, hab keine Angst. You tell them what I'm telling you.
Du sag ihnen einfach nur, was ich dir sage. So when the nation has been destroyed, Und als die Nation dann verwüstet da he liegt, begins to teach that this nation will be rebuilt. fängt er an zu lehren, dass diese Nation wieder aufgebaut werden wird. They mock him. Und sie verspotten ihn. But he keeps prophesying Aber er prophezeit weiter and comes up with these dramatic visions. und bringt diese dramatischen Visionen mit hervor. We alluded to his vision in Ezekiel 37. Und wir wurden schon zu seiner Vision in Hesekiel 37 A geführt, valley with bones absolutely dry. wo dieses Tal mit den Knochen, mit den extrem trockenen Knochen daliegt. An image of the nation that is dead. Ein Bild der Nation, die gestorben ist. Son of man, can these bones live? Menschensohn, können diese Knochen wieder leben? Well, everybody says there is no hope for this nation. Und jeder sagt, es gibt für diese Nation keine Hoffnung mehr. What about you, son of man? Can these bones live? Und wie ist es mit dir, Menschensohn? Können diese Knochen leben? Actually, Lord, I'm not foolish enough to say yes. Herr, ich bin nicht dämlich genug, da Ja zu sagen. You know better than I do. Du weißt es besser als ich. I am a prophet, but I don't really know. Ich bin zwar ein Prophet, aber ich weiß es nicht so richtig. Well, you obey me, you prophesy. Du sollst mir gehorchen, prophezei du. To these bones. Diesen Knochen. But they're dead. Dead people don't listen. Aber das sind doch tot. Tote Menschen hören nicht zu. Son of man, you prophesy. Menschensohn, prophezei. He prophesies, Und er prophezeit. making a fool of himself. Macht sich selbst zum Narren. And the bones come together. Aber die Knochen rücken zusammen. Then you prophesy. Und dann The prophezei. muscles and the veins and arteries and flesh comes together. Und die Muskeln und die Venen und die Arterien und das Fleisch kommt zusammen. Prophesy to the spirit. Prophezei dem Geist. Breath comes into. Und Atem kommt hinein. And that valley of dead, dry bones becomes a mighty army to rebuild the nation. Und dieses Tal von toten, trockenen Knochen wird eine starke Armee, um die Nation wieder aufzubauen. So in chapter 36, this is 37 and 36, Und das war Kapitel 37 und Kapitel 36. God has already said Sagte Gott schon, that he is going to revive these desolate mountains of Israel. dass er diese verlassenen Berge Israels wieder beleben würde. Where nothing is being planted or harvested, Wo nichts mehr gepflanzt und geerntet wird. there will be agricultural, horticultural transformation and economic abundance. Dort wird es wieder Landwirtschaft geben und Bäume mit Früchten und wirtschaftliches Vielfalt. Family will be rebuilt, there will be children. Familien werden wieder neu aufgebaut werden und es wird dort Kinder geben. The division of Judah and Israel will be mended, they will become one nation. Und die Trennung von Juda und Israel wird überbrückt werden und sie werden wieder zu einer Nation werden. That's Ezekiel 34. Das ist Hesekiel 34. The corrupt leadership that is sucking off the sheep and killing them, oppressing them. Die korrupte Leiterschaft, die Schafe unterdrückt und ihnen das Blut aussaugt. This will be transformed with leaders who will be like good shepherds. Die verändert wird hin zu Leitern, die gute Hirten sind. But all of this transformation Aber diese gesamte Verwandlung is going to begin because I will clean you of your filth. wird dadurch anfangen, dass ich euch von eurem Schmutz befreien werde. Your righteousness is like filthy rags, Isaiah had said. Eure Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen, hat Jesaja gesagt. And Ezekiel actually invokes that image in that passage. Und Hesekiel ruft dieses Bild wieder hervor in dieser Passage. That filthy rag means like menstrual cloth. Menstrual cloth. That's also what the meaning of filthy rag die was. dreckigen Lumpen, das bedeutet die unreinen Kleidungsstücke von der Menstruation. So, Ja. I will cleanse you of your filth, Ich werde euch also von eurem Schmutz befreien and I will give you a new heart und werde euch ein neues Herz geben and a new spirit. und einen neuen Geist. So, this new heart and a new spirit will be given to reform your nation, rebuild your nation. Und dieses neue Herz und der neue Geist wird euch gegeben werden, um eure Nation wieder aufzubauen.
So this inner transformation Diese innere Verwandlung will actually reach out to bless the nations. wird also tatsächlich Auswirkungen haben, um die Nationen zu You segnen. will become the temple of God. Ihr werdet zum Tempel Gottes werden. From this temple, the rivers of living water will flow, as Jesus has said in John 7. Und aus diesem Tempel wird der Strom des lebendigen Wassers fließen, wie Jesus in Johannes And 7 the sagt. tree of life will come up along both sides of the river. Und der Baum des Lebens wird auf beiden Seiten des Stroms And auftreten. the leaves of the tree are for the healing of the nations. Und die Blätter des Baumes sind für die Heilung der Nationen. So that's what happens here in the Reformation. Und das passiert also hier in der Reformation. The Reformation doesn't begin when Luther nails the 95 Theses. Die Reformation beginnt nicht, als Luther die 95 Thesen anschlägt. It begins a year earlier Es fängt schon ein Jahr vorher an, when his heart is changed. als sein Herz verändert wird. We went into the details of looking at how he struggled with his sin Und wir haben uns die Details dazu angeschaut, wie er mit seinen Sünden kämpfte. and how study of Psalms and Romans and Galatians changed him. Und wie das Studium der Psalmen und Römer und Galater ihn veränderte. That he hated God for being a judge who will punish the sinners. Dass er Gott zuvor hasste als ein Richter, der die Sünder bestraft. But he discovered God who justifies sinners. Aber dann Gott entdeckt, der die Sünder rechtfertigt. And then he falls in love with God. Und fängt dann an, Gott zu lieben. He accepts the salvation that Jesus gives because of his blood. Er nimmt die Erlösung an, die Jesus aufgrund seines Blutes gegeben hat. He can see that his sin had been put on the cross of Calvary. Und kann dann sehen, dass seine Sünde an das Kreuz von Golgatha geheftet And the wurde. righteousness of Christ is being given to him, which he can receive by faith. Und die Gerechtigkeit Gottes oder von Christus ihm gegeben wurde, die er durch Glauben empfangen kann. So in the afternoon session, Und in der Nachmittagslehre we began to look at the new heart. hatten wir uns angefangen, das neue Herz anzuschauen. God says in Ezekiel 36 that I'll give you a new heart so that you will keep my statutes and commands. Und in Hesekiel 36 sagt Gott, und ich gebe euch ein neues Herz, damit ihr meine Gebote und Anordnungen haltet. This is a heart that is obeying the law of God. Es ist also ein Herz, das dem Gesetz Gottes gehorcht. Jesus says, if you love me, you will keep my commandments. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Because I've not come to violate the law, break the law, finish the law, but to fulfill it. Denn ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu brechen oder zu zerstören oder aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. You will go way beyond the 10 commandments. Ihr werdet weit über die 10 Gebote hinausgehen. You're not freed from the obligations of the 10 commandments, Ihr seid nicht von den Anordnungen der 10 Gebote befreit, that you shall not kill. dass ihr nicht mehr töten sollt. No. Now you are to love your neighbor. Nein, ihr sollt sogar euren Nächsten lieben. You are to serve your neighbors, bless your neighbors. Ihr sollt euren Nächsten dienen und euren Nachbarn helfen. So your righteousness needs to exceed the righteousness of scribes and Pharisees. Eure Gerechtigkeit soll die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer übertreffen. It's not that you shall not covet your neighbor's wife or commit adultery. Es geht da nicht darum, dass man nicht die Frau des Nachbarn begehren soll oder Ehebruch begehen soll, It is that you will love your own wife. sondern dass du deine eigene Frau liebst. I know you can't do that. Ich weiß, dass ihr das You prefer to divorce. euch nicht leicht fällt, sondern euch es lieber ist, euch zu scheiden. Using Moses as an excuse. Und Mose dafür als Entschuldigung hernehmt. He allowed you to divorce Er hat es euch erlaubt, euch zu because scheiden, although he was a great leader, obwohl er ein großer Leiter war. he had no remedy for your hearts. Remedy? He had no cure for your heart. Lösung. Problemlösung. Hatte er keine Problemlösung für eure Herzen. But I have come here to change your heart. Aber ich bin gekommen, um eure Herzen zu verändern. So you can love your wife as Jesus loves the church. Damit ihr eure Frau so lieben könnt, wie Jesus die Gemeinde liebt. Sinful, dirty, full of spots and wrinkles. Sündig, dreckig, voller Flecken und Runzeln. Jesus sheds his blood for that church.
Und Jesus vergießt sein Blut für diese Gemeinde, to wash her, make her beautiful and clean. um sie zu waschen und wunderschön und rein zu machen. You don't have that heart, and that's why Moses allowed you to don't inflict suffering on your wife if it may be better for them to live without you. Und ihr habt dieses Herz nicht und deswegen hat Mose euch erlaubt, dass ihr euren Frauen vielleicht lieber nicht so viel Schmerzen auferlegt, indem ihr sie verlasst. If your heart is not changed enough to really love your wife and be faithful to them, Wenn euer Herz nicht genug verändert ist, um eure Frau wirklich zu lieben, your population will decline as it is declining in Europe. wird eure Bevölkerung zurückgehen, so wie es in Europa heute geschieht. And you will become slaves in your own countries. Und ihr werdet zu Sklaven in eurem eigenen Land werden. So I'm going to change your heart so that you might have children and grandchildren. Deshalb möchte ich eure Herzen verändern, damit ihr Kinder und Enkel haben werdet. So that's what we covered in the second session, and we went beyond that Und das haben wir uns in der zweiten Lehreinheit angeschaut und sind darüber to hinausgegangen, see how the obedience to God's law um zu sehen, wie das Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz gives human rights. zu Menschenrechten führt. You shall not kill means that everyone has a right to life. Du sollst nicht töten bedeutet, jeder hat das Recht zu leben. You shall not steal means that everyone has the right to their property. Du sollst nicht stehlen bedeutet, jeder hat das Recht auf seinen Besitz. And making sure that the governments actually exist to defend these laws, implement these rights, Und indem man sicherstellt, dass die Regierung diese Rechte verteidigt, that begins with Theodore Base's book, The Right of Magistrates. das beginnt mit dem Buch von Theodor Basic, das The Rights of Magistrates. Recht der Richter. Magistrates are not servants of the king. Die Richter sind keine Diener des Königs. So when king says, go and kill all the French Huguenots, Calvinists, Als der König, also die Königin befiehlt, alle französischen Hugenotten, die Calvinisten zu töten, magistrate, instead of obeying the king, they should arrest the king. dann hätten die Justizrichter anstelle dem König zu gehorchen, den König verhaften sollen, Because they are servants of the law. weil sie Diener des Gesetzes sind. So as American Declaration of Independence puts it, Und wie es die amerikanische Unabhängigkeitserklärung all men are nennt, created equal, dass jeder Mensch gleich ist and they are endowed by their creator with certain inalienable rights, und von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. and the governments are instituted to defend these rights. Und die Regierungen eingesetzt sind, um diese Rechte zu verteidigen. So how this obedient heart leads to individual liberty, Wie also dieses gehorsame Herz zu der Freiheit des Einzelnen führt, how it leads to the doctrine of conscience wie es zu der Lehre des Gewissens führt and the freedom of conscience. und der Freiheit des Gewissens. We covered some of that. Und einiges davon haben wir behandelt. And the objective is to understand Ezekiel, Und die Aufgabe darin ist, Hesekiel zu verstehen. that God is promising to give a new heart and a new spirit, Dass Gott verspricht, ein neues Herz und einen neuen Geist zu geben. and He gives the new heart and the new spirit to Martin Luther. Und er dieses neue Herz und den neuen Geist Martin Luther gibt. So the Reformation is simply an external expression of what has happened inside. Und die Reformation ist daher einfach nur ein äußerlicher Ausdruck dessen, was innen geschehen ist. I did everything that the church told me to find salvation, and I didn't find it. Ich habe alles getan, was die Kirche mir gelehrt hat, um die Errettung zu finden, und ich habe sie nicht gefunden. Church didn't save me. Die Kirche konnte mich nicht retten. Jesus did. Jesus konnte es. So I've made Him my Savior. Deswegen habe ich ihn zu meinem Retter gemacht. Churches offering salvation through the indulgences. Die Kirche, die bietet die Errettung durch den Ablasshandel an. Indulgence is a certificate of forgiveness of sins, Der Ablass ist ein Zertifikat für die Vergebung der Sünden, which you can buy. das man kaufen kann. But the church is using religion to exploit people economically. Aber die Kirche missbraucht hier Religion, um Menschen wirtschaftlich auszubeuten. That's not how we are saved. Und so werden wir nicht gerettet. We receive salvation by faith as a free gift of grace. Sondern Errettung erlangen wir durch den Glauben als freies Geschenk der Gnade. So here we move now to what is the new spirit.
Und jetzt kommen wir dazu, was ist dieser neue Geist? And we can only introduce the subject in this session. We'll continue tomorrow. Und in dieser Einheit können wir dieses Thema jetzt nur einführen und werden dann morgen da weitermachen. Ezekiel is saying that I will give you a new heart and a new spirit. Hesekiel spricht davon, dass ich euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben werde. We normally talk of the Spirit of God as Holy Spirit. Und von dem Heiligen Geist sprechen wir von dem Geist Gottes sprechen wir in der Regel als Heiligen Geist. But actually Jesus brands the Spirit of God as Spirit of Truth. Aber Jesus benennt den Geist Gottes tatsächlich als Geist der Wahrheit. In John 14, 15 and 16 he talks a lot about the Holy Spirit. In Johannes 14, 15 und 16 spricht er sehr viel über den Heiligen Geist. Only once he calls him the Holy Spirit. Ein einziges Mal bezeichnet er ihn nur als Heiligen Geist. 3 times he calls the Spirit of God Spirit of Truth. Und 3-mal nennt er den Geist Gottes Geist der Wahrheit. So John 14 verse 15 Johannes 14, Vers 15 and 16. und 16. Jesus says, if you love me, Jesus sagt, liebt ihr mich, you will not free yourselves from law, you will keep my commandments. dann werdet ihr nicht befreit vom Gesetz, sondern ihr haltet meine Gebote. I will ask the Father, Und ich will den Vater bitten, he will give you another helper und er wird euch einen anderen to Beistand be geben, with you forever, der bei euch bis in Ewigkeit bleibt, even the Spirit of truth, den Geist der Wahrheit, whom the world cannot receive, den die Welt nicht empfangen kann. because it neither sees him Denn sie beachtet ihn nicht nor knows him. und erkennt ihn nicht. You know him, Ihr aber erkennt ihn, for he dwells with you, denn er bleibt in euch and after the Pentecost he will be in you. und nach Pfingsten wird er in euch sein. So in chapter 15 In Kapitel 15 of John, von Johannes, Jesus says das sagt Jesus, in verse 26, Vers 26. but when the helper comes, Wenn aber der Beistand kommen wird, whom I will send to you from the Father, den ich euch vom Vater senden werde, the Spirit of truth, der Geist der Wahrheit, who proceeds from the Father, der vom Vater ausgeht, he will bear witness about me, so wird der von mir Zeugnis geben. and you also will bear witness, Und auch ihr werdet Zeugnis because geben, you've been with me. weil ihr von Anfang an bei mir You gewesen wouldn't seid. need to tell stories, Ihr müsst da gar nicht Geschichten erzählen, because you will know the truth and you will testify. weil ihr die Wahrheit kennt und davon Zeugnis habt. In chapter 16, Und in Kapitel 16 Jesus says sagt Jesus, where am I looking? This is verse 12. Vers 12. I still have many things to teach you. Noch vieles hätte ich euch zu sagen. He said in John 14:6, I am the truth. Im Johannesevangelium 14,6 hat er gesagt, ich bin die Wahrheit. So I have all the truth that I can teach you. Ich habe alle Wahrheit, die ich euch lehren kann. But you cannot bear them now. Aber ihr könnt das gar nicht jetzt alles auffassen. So I can't teach you all the truth. Deswegen kann ich euch nicht alle Wahrheit You lehren. will be an apostle, but you wouldn't know all the truth. Ihr werdet Apostel sein, aber nicht die gesamte Wahrheit wissen. But when the Spirit of truth comes, Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, he will guide you into all truth. wird er euch in alle Wahrheit führen. For he will not speak on his own. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus sprechen. He won't be a storyteller. Er wird kein Geschichtenerzähler sein. But whatever he hears, he will speak. Sondern was er hören wird, das wird er reden. And he will declare to you the things that are to come. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. So in John chapter 14, 15 and 16, Also in Johannes Kapitel 14, 15 und 16 Jesus is explaining what God has promised through Ezekiel. erklärt Jesus, was Gott durch Hesekiel angekündigt hatte. I will give you a new heart and a new spirit. Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. This is spirit of truth. Das ist der Geist der Wahrheit. This is very important for us to understand today. Und für uns heute ist es sehr wichtig, das zu verstehen. Because what is the Reformation? Denn was ist denn die Reformation? This is not a political party winning an election. Das ist keine politische Partei, die eine Wahl gewonnen hat. This is not changing the rule of czars with Lenin's party. Und bedeutet auch nicht, die Herrschaft der Zaren durch Lenins Partei abzulösen. This is
replacing falsehood with truth. sondern bedeutet, die Irrlehre mit Wahrheit zu ersetzen. So Reformation is a battle for the truth. Die Reformation ist also ein Kampf um die Wahrheit. Why is Luther willing to lay down his life? Warum ist Luther bereit, sein Leben niederzulegen? Why is Tyndale actually strangled and burned? Warum wird Tyndale tatsächlich erhängt und verbrannt? Because they have committed themselves to follow truth. Weil sie sich selbst hingegeben haben, der Wahrheit zu folgen. Because Jesus is truth. Weil Jesus die Wahrheit ist. He didn't come just with grace. Er kam nicht nur mit Gnade. That is evangelicalism which only sings Amazing Grace. Das ist Evangelikalismus, der nur Amazing Grace singt. We don't have a hymn, at least not in English, which sings Amazing Truth. Wir haben im Englischen zumindest keine Hymne, kein Lied, das den Namen unglaubliche Wahrheit hat. That's the main reason why evangelicalism has marginalized itself, because he has given up Jesus' brand. Das ist der Hauptgrund, warum der Evangelikalismus sich selbst abgeschafft hat, weil es die Jesus' brand. die Who is Marke Jesus? Jesus. What is Jesus' brand? Wer ist denn Jesus? Was ist diese Marke Jesus? John says in chapter 1 of the Gospel of John Und Johannes sagt in Kapitel 1 des Johannesevangeliums, that law came through Moses das Gesetz kam durch Mose and grace came from Jesus. und Gnade kam durch Jesus. That's evangelical Gospel of John. Und das ist das evangelikale Evangelium von Johannes. The actual Gospel of John says in verse 17 of John chapter 1, Aber das Johannesevangelium sagt tatsächlich in Vers 17 Kapitel 1, for the law was given through Moses, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, grace and truth came through Jesus Christ. die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So Jesus has brought truth. Jesus hat also Wahrheit gebracht. That's what Christianity has given up. Und das hat die Christenheit aufgegeben. That's why the West has become post-truth. Und deswegen ist der Westen in ein Zeitalter der Postwahrheit, nach der Wahrheit hineingekommen. In German they say post-fact. Auf Deutsch sagen wir postfaktisch, ja. Now that's not, the press is laughing about it. Die Presse, die lacht darüber. Brexit was post-truth. Brexit war postfaktisch Trump is post-truth. und Trump ist auch postfaktisch. But actually post-Christian Germany is post-truth, post-fact. Aber auch das postchristianische Deutschland ist postfaktisch. It's only in November 2016 Im November 2016 that Oxford Dictionary said hat der Oxford Enzyklopädie gesagt, that post-truth is the word of the year 2016. dass Post-Wahrheit das Wort des Jahres 2016 sei. Because between 2015 and 2016, Denn zwischen dem Jahr 2015 und 2016 the use of the word post-truth in media increased 2,000 times. hat die Nutzung des Wortes postfaktisch in den Medien sich ver-2000-facht. So that became the word of the year. Deswegen wurde es zum Wort des Jahres. As chief correspondent of BBC wrote about Trump's election, Und der Hauptkorrespondent von BBC hat über Trumps Wahl that the geschrieben, core truth theme around Trump in Trump's campaign dass das Kernteam in Trumps Wahlkampagne believed glaubte, that truth is what majority people believe. dass die Wahrheit das ist, was die Mehrzahl der Menschen glaubt. So if you change their opinion Und wenn sie also ihre Meinung verändern, through propaganda, durch Propaganda, we have a campaign based on truth. haben wir eine Kampagne, die auf Wahrheit basiert. There is no fixed truth, Es gibt keine feste Wahrheit mehr, an objective truth. keine objektive Wahrheit. Truth is a cultural construct. Wahrheit ist ein kulturelles Konstrukt. The core theme around Trump was many of them were evangelicals. Und das Kernteam um Trump herum, viele davon waren Evangelikale.
And the evangelical church in America has given up truth. Und die evangelikale Kirche in Amerika hat die Wahrheit aufgegeben. Before you get too upset with me. Bevor die Amerikaner hier sich zu zornig über mich werden. My book, the book that made your world, was published in 2011. Mein Buch, das Buch der Mitte, wurde in Amerika im Jahr 2011 veröffentlicht. That was the 400th anniversary of the King James Bible. Und das war das 400-jährige Jubiläum der King James Bibel. So, one university decided, Christian university decided to make it a textbook in the university within a month of the book coming out. They made the decision. Und innerhalb eines Monats hat eine christliche Universität sich entschlossen, dieses Buch zu einem der Lehrbücher in der Universität That every student coming into the university for 4 years undergraduate studies must read this book. Dass jeder Student, der für die 4-jährige Grundstudienzeit zum Studieren kommt, dieses Buch lesen The head of the philosophy department was responsible to make sure that every student goes through the book. Und der Leiter des Philosophie-Fakultät war dafür verantwortlich, dass jeder Student dieses Buch He tatsächlich invited me liest. to speak to 2 different classes. Und er hat mich eingeladen, zu 2 verschiedenen Klassen zu sprechen. I began both the classes by asking a simple question. Und beide Klassen startete ich mit einer einfachen Frage. And I took plenty of time to explain my question so that everybody understood it. Und habe genug Zeit genommen, um meine Frage auch zu erklären, dass jeder sie verstanden hatte. I won't take the time now. Ich werde die Zeit jetzt nicht nehmen. But the question was, Aber die Frage war, suppose mal angenommen, you come to know, ihr you come to the conclusion that Christianity is not true. kommt zu dem Entschluss, dass das Christentum nicht wahr ist. That God never became man. Dass Gott nie zum Menschen wurde. That Jesus did not die on the cross for our sin. Und dass Jesus nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. That Jesus did not rise from the dead. Und Jesus nicht von den Toten wieder auferstanden You ist. become convinced. Ihr seid davon überzeugt. How many of you would still believe the gospel? Wie viele von euch würden dem Evangelium dennoch glauben? About a dozen hands went up in both the classes. So ein Dutzend Hände gingen in beiden Klassen nach The oben. rest of the class looked at them horrified. Und der Rest der Klassen schauten sie an, schockiert. You know Christianity is not true. Ihr wisst, dass Christentum nicht wahr ist. And you would still believe it? Und ihr würdet es dennoch glauben? Why? Warum? Well, salvation is by faith alone. Nun, die Rettung kommt allein durch den Glauben. Sola fide. Allein, ja, sola fide, allein der Glaube. They could be German Lutherans. Die hätten deutsche Lutheraner sein können. But they don't understand sola fide, just as they don't understand sola scriptura. Aber sie verstehen allein durch Glauben nicht, genauso wenig wie sie allein die Schrift verstehen. So, I'm asking these students, if you know that Christianity is not true, how many of you would still believe? And a dozen students raise their hands. Und so frage ich diese Studenten, wenn ihr wüsstet, das Christentum stimmt nicht, wie viele würden es dennoch glauben? Und einige Dutzend heben ihre Hand. Why? Warum? Because salvation is by faith. Weil die Errettung durch den Glauben kommt. It's by grace. Durch die Gnade. Truth is irrelevant. Die Wahrheit ist unwichtig. Well, if Christianity is not about truth, Nun, wenn das Christentum nicht um die Wahrheit geht, who is interested in truth? wer ist denn interessiert an der Wahrheit? Oh, that is what the secular scientists look for. Danach schauen die weltlichen Wissenschaftler. Secular journalism is seeking truth. Und die weltlichen Journalisten, die suchen die Wahrheit. The gospel is about faith. Aber das Evangelium, da geht es doch um Glauben. Now, these were children who grew up in Christian homes. Das waren Kinder, die in christlichen Elternhäusern They went aufgewachsen to sind. Sunday school all their lives. Sie sind jeden Sonntag in den Gottesdienst They gegangen. were in a Christian university for 4 years. Sie waren 4 Jahre lang in der christlichen Universität. This is what evangelical Christianity had taught them. Und das ist, was der Evangelikalismus sie gelehrt hat. That Christianity is not about truth. Jesus is not about truth. Dass das Christentum sich nicht mit der Wahrheit beschäftigt, dass Jesus nicht die Wahrheit God's ist. Spirit is about healing, about prophecy, about miracles, about power. It's not about truth. Und Gottes Geist geht um Prophetie, um Heilung, um Wunder, um Macht. Es geht aber nicht um Wahrheit.
It's a secular world, the judges, the courts, the media that seeks truth, not Christians, we believe. Die Welt kümmert sich um Wahrheit, die Richter, die Gerichte, die Medien. So I asked them that if truth is secular platform, Und so stelle ich Ihnen die Frage, und wenn die Wahrheit also das Spiel der Welt ist, who in the secular world you think knows the truth? wer in der säkularen Welt glaubt ihr denn, kennt die Wahrheit? Both the classes independently Und beide Klassen unabhängig voneinander. names Hawkins. Stephen Hawkins. Really? Benennen Stephen Hawkins. Because 6 months earlier, Denn vor 6 Monaten zuvor he had come out with his book on the grand design. hat er sein Buch über das große Grand Design veröffentlicht. Yes, there is a design in the cosmos. Ja, es gibt ein Design im Kosmos, But that design doesn't need a designer. aber dieses Design braucht gar keinen Schöpfer. In the beginning was black hole. Am Anfang war das schwarze Loch Black hole was with gravity. und das schwarze Loch war mit Gravitationskraft Black hole and gravity created all the design together. und das schwarze Loch und die Gravitation haben das gesamte Design erschaffen. So he's seeking truth. He knows the truth. Er sucht nach der Wahrheit, er kennt die Wahrheit. But he's not saved because we have the faith. Aber er ist nicht gerettet, weil wir doch den Glauben haben. So it is Christianity that has marginalized itself Und es ist das Christentum, das sich selbst abgeschafft hat, because we gave up the spirit of truth. weil wir den Geist der Wahrheit aufgegeben haben. Reformation is a battle for truth. Die Reformation ist ein Kampf für die Wahrheit. Luther is risking his life for truth. Luther riskiert sein Leben für die Wahrheit. I will recant. Ich werde widerrufen I will change my beliefs and reject my books. und werde meinen Glauben verändern und meine Bücher ablehnen, If you can persuade me from scriptures and plain reason, wenn ihr mich aus der Schrift und aus der Vernunft überzeugen könnt. I'm not stubborn. I don't have a heart of stone. Ich bin nicht stur und habe auch kein steinernes Herz. My heart is very sensitive to truth, to God. Mein Herz ist sehr weich der Wahrheit und Gott gegenüber. But my heart has been set free from the fear of death. Aber mein Herz wurde von der Furcht vor dem Tod freigesetzt. Your threat of death isn't going to intimidate me Eure Todesdrohung wird mich nicht einschüchtern. because I'm going to follow whatever is the truth. Denn ich werde folgen, was die Wahrheit ist. That's the spirit of science. Das ist der Geist, the spirit of? Science, Das ist der Geist der Wissenschaft, which the Reformation gives birth to. den die Reformation hervorbringt. That we will go wherever the evidence leads. Dass wir dorthin gehen werden, wo uns die Tatsachen hinführen. And the state should not have the sword Und der Staat sollte nicht das Schwert haben, to impose ideas upon me with the power of sword. Gedanken und Ideen auf mich zu zwingen mit dem Schwert. The state must give intellectual freedom to individuals Der Staat muss den Einzelnen intellektuelle Freiheit to geben, disagree with the whole world mit der gesamten Welt zu widersprechen, in order to follow truth. um der Wahrheit zu folgen. Not tradition, Nicht der Tradition, not the religious culture of church, auch nicht einer religiösen Kultur oder Gemeinde, but follow the truth. sondern Folge der Wahrheit. So the great achievement of the Reformation Und das große Erreichen oder Erringen aus der Reformation was to build a Europe and North America war, ein Europa und Nordamerika aufzubauen, where truth has ultimate authority in culture. in dem die Wahrheit die ultimative Autorität der Kultur ist. But now that age of truth is gone. Aber heute ist das Zeitalter der Wahrheit vorbei. So Oxford Dictionary didn't coin the word post-truth age. Did not coin the word post-truth. Das Oxford Dictionary. Enzyklopädie hat dieses Wort der postfaktisch nicht erfunden. The word, according to Oxford Dictionary, was created in 1992.
sondern das Wort sei 1992 erschaffen worden. In 2004, 2004 Ralph Keyes had written a book called Post-Truth Era. hat Ralph Keyes ein Buch geschrieben mit dem Titel Postfaktisches So Zeitalter. before Brexit, before Trump, Vor dem Brexit, vor Trump, he had gone into the details to show that the West no longer believes in truth. hat er schon die Details herausgearbeitet, dass der Westen nicht mehr an die Wahrheit glaubt. The Western Enlightenment had destroyed the confidence that human mind can know truth. Die westliche Aufklärung hat die Sicherheit darin zerstört, dass der menschliche Verstand Wahrheit kennen kann. Philosophically, Nietzsche had achieved that feat in destroying Descartes' confidence that the logic of mind can know the truth. Philosophisch hat Nietzsche das geschafft. Descartes? Nietzsche. Ja, Descartes began the confidence that mind can know truth. Nietzsche finished it. Descartes' Konzept, dass der Verstand Wahrheit erfassen kann, zerstört. But one of Nietzsche's disciples, Aber einer von Nietzsches Nachfolgern, Sigmund Freud, Sigmund Freud, he destroyed the West's faith in truth pseudo-psychologically. zerstörte den Glauben des Westens in die Wahrheit psychologisch. If there is no God, Pseudopsychologisch. Wenn es keinen Gott gibt if there is no spirit, und keinen Geist, what is mind? was ist dann der Verstand? What's reason? Was ist die Vernunft? Mind is simply brain, Der Verstand ist nur noch das Gehirn, which is simply chemistry. was nur noch Chemie ist. Your brain comes up with one set of ideas. Dein Gehirn kommt mit verschiedensten Konzepten hervor My brain comes up with different idea. und mein Gehirn mit anderen Ideen. Why should I believe yours? Warum sollte ich denn deinen glauben? Your truth is your truth, my truth is my truth. Deine Wahrheit ist deine Wahrheit und meine Wahrheit ist meine Wahrheit. Both are products of blind chemistry. Und beides sind Produkte einfacher Chemie. If you're not convinced, Und wenn du davon nicht überzeugt bist, I just tell you a fact. dann möchte ich einen Fakt erzählen. Ruth and I have been married for 42 years. Ruth und ich sind seit 42 Jahren verheiratet So we are a little different. We've had lots of fights. und wir sind so ein bisschen anders. Wir hatten ganz schön viele Kämpfe. When we have a really good argument, Wenn wir so einen richtig guten Streit haben, which continues for a long time, der über lange Zeit sich hinwegzieht, I give half a dozen reasons of why I'm right and she's wrong. dann gebe ich so 6 verschiedenste Gründe, warum ich denn richtig liege und sie falsch. Her typical response is, Und ihre Antwort darauf ist, I can't argue with you, mit dir kann ich nicht streiten, but I know you're wrong. aber ich weiß, du liegst hier nicht richtig. It takes me 10 years Und das brauchte 10 Jahre für mich, to realize that she was actually right. zu erkennen, dass sie tatsächlich recht hatte. And then I can give a dozen reasons why she was right and I was wrong. Und dann konnte ich Dutzend Gründe dafür geben, warum sie recht hatte und ich daneben She lag. still can't give reasons. She just knows she was right. Sie kann bis heute keine Gründe hervorbringen, sie weiß einfach nur, dass sie Well, recht my hatte. brain is hardwired Mein Gehirn ist, Stark gedrahtet. es ist fährt in klaren Spuren. It needs reasons, logic, evidence. Es braucht Vernunft, Logik und Fakten. Her brain is hardwired to know truth intuitively. Und ihr Gehirn funktioniert so, dass es die Wahrheit intuitiv erfasst. There's no reason to trust my logic more than her intuition. Es gibt keinen Grund, meiner Logik mehr zu vertrauen als ihrer Intuition. My reason can be right, Mein Verstand, meine Vernunft kann richtig sein her intuition can be right. und ihre Intuition kann recht haben. Both of us can be wrong at the same time. Und beide von uns können auch gleichzeitig daneben liegen. And our 8-year-old grandchild might be right and say that, Nana, you are wrong, Nani, you are wrong. Truth is there. Und unser 8-jähriges Enkel kann recht haben, indem er sagt, Nana, du liegst falsch und Nani, du liegst falsch. Das ist die Wahrheit. What is that? Und was ist das? What is truth? How do we know truth? Was ist die Wahrheit und wie können wir die Wahrheit wissen? That's the critical issue.
Das ist die Kernfrage. Therefore, tomorrow morning we'll continue this discussion of Jesus is giving a spirit of truth. Und deswegen werden wir morgen weiter da reinschauen, dass Jesus uns den Geist der Wahrheit gibt. That's what Ezekiel is saying. God is saying through Ezekiel, I will give you a spirit of a new heart and a new spirit. Und das ist, was Gott zu Ezekiel sagt, als er sagt, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. This is spirit of truth, spirit of knowledge, spirit of understanding. Das ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Erkenntnis, Geist des Verständnisses. Because lack of the knowledge of truth is what has destroyed Israel. Denn der Mangel an Erkenntnis hat Israel zerstört. We'll look at many verses tomorrow. Let's look at just 2 verses in Hosea as we close. Und morgen werden wir uns noch einige Verse anschauen, aber zum Ende wollen wir jetzt 2 Verse aus Hosea After betrachten. Ezekiel and Daniel is Hosea. Nach Ezekiel und Daniel folgt Hosea. Hosea 4, Hosea 4, verse 6. Vers 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Because you have rejected knowledge, Denn du hast die Erkenntnis verworfen. I reject you from being a priest to me. Darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester You are seist. priests of Satan. Ihr seid also Priester Satans. So why is Jerusalem destroyed? Israel destroyed? Warum ist also Jerusalem oder Israel zerstört? My people are destroyed for lack of knowledge. Mein Volk wird zerstört aus Mangel an Erkenntnis. Verse 14. Und Vers 14, This is what you were commenting after the afternoon session. und das hattest du nach der Nachmittagssession God kommentiert. says, Hosea 4:14, Hosea 4, Vers 14. I will not punish your daughters Ich werde es an euren Töchtern nicht heimsuchen, when they go to orgies in their colleges, dorms, dass sie Hurerei in ihren Universitäten betreiben, nor your brides when they commit adultery on their wedding night. noch an euren Schwiegertöchtern, dass sie die Ehe zu ihrer Hochzeitsnacht brechen. Contextualizing. Ich bringe das so ein bisschen in Kontext. A people without understanding shall come to ruin. Ein Volk ohne Verständnis kommt zur Ruin. A people where the Supreme Court has no understanding will come to ruin. Ein Volk, wo das oberste Gericht keine Erkenntnis hat, wird im Verderben A enden. people whose parliament and university has no understanding will come to ruin. Ein Volk, in dem das Parlament und die Universität keine Erkenntnis hat, wird verdorben werden. That's post-truth West. Das ist der postfaktische Westen. That was post-truth Israel. Das war das postfaktische Israel. That is the pre-truth Europe, where traditions of the church are more important than truth. Und das ist auch das präfaktische Europa, wo die Traditionen der Kirche wichtiger sind als die Wahrheit. That's what the Reformation is changing. Und das ist das, was die Reformation verändert. God is giving the spirit of truth. Gott gibt den Geist der Wahrheit. Let's think about it. Meet tomorrow. Lasst uns darüber nachdenken und uns morgen wiedersehen. Thank you. Vielen Dank.